Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Für euch Themen, die ich vorbereitet habe, sind zum Beispiel Lufthansa und Air Europa. Da gibt es Neuigkeiten und eigentlich kann man sagen, Carsten S. aus M hat keinen Bock mehr. Dann geht es weiter um das Terminal 3 in Frankfurt. Da nehmen die ersten Leute oder Fluggesellschaften, die dort abfliegen werden, Gestalt an. Wir haben von Alaska Airlines die ersten Langstreckenziele mit der 787, die sie ja von Hawaii geerbt haben. Dann geht es mit den Swiss Senses Preisen los und da müssen wir fragen, ob sie von Sinnen sind oder nicht, was die First-Class-Kabine zusätzlich kostet, beziehungsweise die Allegris auf Schweizerdeutsch, die Senses. Dann haben wir einen Pilot in Urlaub, der einen Flug 45 Minuten später starten lässt. Jetzt hat die Fluggesellschaft reagiert und beide bestraft. Einmal den Piloten, der auf den anderen Piloten gewartet hat, aber auch der Pilot, der den anderen Piloten hat warten lassen, wurde bestraft. Da gab es interessante Wendungen. Und wir haben Hilton Honors, eine Buy-Promotion. Ihr werdet von mir hören, ob ihr kaufen sollt oder nicht kaufen sollt. Und wir haben, was haben wir denn noch? Ja, wir haben Al-Accor. Und zwar gestern nach der Umstellung wurde ich gefragt, ja, kann ich den Platin nicht damit einfach machen? Ja doch, du kannst den Platin einfach machen, aber ich werde euch den Weg zeigen, wie ihr mit dem Al-Accor den Platin-Status am günstigsten bekommt. Lasst uns direkt starten, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, aber auch kommentiert habt, abonniert und aufs School kommt. Also da freue ich mich auf eure Kommentare. Was will ich hier gerade auf Balkonien? Aber lecker warm noch, also über 20 Grad, das ist in Ordnung. Erstes Thema ist Lufthansa und Air Europa. Lufthansa hat gesagt, wir haben keinen Bock mehr, uns reicht's, wir sind raus, wir machen es nicht mehr. Ja, es ist so, dass natürlich da Lufthansa, Air France, KLM Interesse hatten, auch Turkish Airlines wird ja nachgesagt, dass sie Interesse haben an der Air Europa. Und da ist es so, Ziel insbesondere war natürlich das Südatlantik-Netzwerk, ich weiß nicht, wie ich auf Afrika komme. Auf jeden Fall ist dieses Interesse anscheinend geschwunden. Air France KLM hatte sich ja natürlich vorher schon zurückgezogen. Dann hat Lufthansa gesagt, nach eingehenden Analysen und intensiven Verhandlungen, nee. Und Carsten S. hat ja auch mit dem Eigentümer Globalia, was ja irgendwie so eine Familie ist, gesagt, das Ganze wäre mühsam und schwierig zu ihrem Erfolg zu bringen. Turkish Airlines ist jetzt laut Medienberichten der einzige Player, der noch da am Start ist. Und ja, man hat auch noch ernsthaftes Interesse und hat da quasi noch ein Angebot am Start. Was haltet ihr davon, dass Lufthansa darauf verzichtet, auf eine Stärkung im spanischen Markt, speziell auf den Südatlantikverkehr, also nicht nur Südamerika, sondern natürlich auch dort Karibik? Ja, Turkish Airlines könnte natürlich ihr operatives Geschäft mehr auf Europa fokussieren und erweitern, falls der Deal gelingt. Also hier eure Meinung gefragt, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wo Turkish Airlines auch wieder ins Spiel kommt, ist beim Terminal 3 in Frankfurt. Das ist das zweite Thema, was wir haben. Da ist es so, dass man bei Turkish Airlines, aber auch bei Condor neue Hauptnutzer sieht. Eröffnung ist ja im Sommerflugplan 2026 vorgesehen für das Terminal 3. Kapazität sind ungefähr 20 Millionen Passagiere alleine im Terminal 3. Dann soll das Terminal 2 modernisiert werden. Und Entlastung von Terminal 1 ist damit angestrebt für Lufthansa, aber auch für die Star Alliance. Deshalb ist es etwas verwunderlich, dass der Türke dann ins T3 geht. Turkish Airlines hat klare Absicht zum Umzug. Man ist ja im Moment auch im Terminal 1 bei der Star Alliance logischerweise, hat ja damit eine enge Nähe zur Lufthansa. Ab 2026 will man ins Terminal 3 gehen. Und jetzt fragt man sich, warum? Und zwar ist es starkes Wachstum bei Turkish Airlines. Die haben wesentlich mehr Platzbedarf. Und natürlich auch Lufthansa bekommt natürlich dadurch mehr Kapazitäten im Terminal 1 frei geschaufelt. Die Condor hat eine hohe Wahrscheinlichkeit für T3. Bisher mal im Terminal 1, ab 2026 möchte man das T3 dann nutzen. Weil Condor baut eigenes Zubringernetz auf, ist weniger abhängig von Lufthansa, heißt, man braucht also auch nicht diese Anbindung bei Lufthansa mehr. Klare Trennung vom Lufthansa-Ökosystem, hat damit also eine ganz klare Eigenständigkeit, die man betreibt.
Und ja, man kann natürlich dort eine eigene Markenidentität aufbauen und läuft dann nicht permanent an Lufthansa-Werbung vorbei. Ja. Folgende Passagiere ist natürlich, dass man dort Shuttle und irgendwelche anderen Sachen benutzen muss. Heißt also die Skyline von Terminal 1 zu Terminal 3. Condor-Passagiere wechseln ebenfalls in neue Terminal, voraussichtlich mit neuen Lounges und eigenem Layout. Mehr Kapazität in Terminal 1 für den Lufthansa Hub selber. Fokus ist ja auch auf die Allegris, die 787 und 350 und Langstreckenwachstum. Und damit wird halt der Umsteigeverkehr zwischen Lufthansa und Condor weniger seamless, also nahtlos, wie man auf Deutsch sagt. Und es kein Fußweg ist, fahren. Und Turkish Airlines trennt sich physisch vom Star Alliance ab, bleibt aber über die Star Alliance Umsteiger verbunden. Ist das ein Zeichen davon, dass sich der Türke mit dem Deutschen nicht mehr versteht? Ich kann es euch nicht sagen. Ihr könnt ja mal dort spekulieren, was es heißt, warum das so ist und wie es passiert ist, dass man vom Türkei keinen Bock mehr hat auf Terminal 1 und sich auch von der Lufthansa Winke Winke verabschiedet. Also so rein logistisch und distanzmäßig. Alaska Airlines hat ja die Hawaiian Airlines gekauft und hat dadurch natürlich auch 787-9er bekommen und hat auch jetzt diese an die Heimatbasis Seattle gebracht. Sie haben ein neues Layout. In Europa möchte man neue Routen 2026 an den Start bringen. Reykjavik und London sind die ersten Ziele. Ergänzung zu Rom, Tokio und Seoul in Asien sind auch Ziele. Langstrecke ist ein neuer Schwerpunkt für Alaska Airlines. Man verlässt erstmals traditionell die Rolle des Inlands, aber auch Regional-Carriers. Fokus ist auf Transatlantik, Transpazifik, logischerweise Transpazifik, weil man ja in Seattle direkt im Pazifik ist. Der direkte Duell mit Delta Airlines, die haben ja einen starken Ausbau in Seattle, SeaTac, Seattle Tacoma Airport, so ist es. London- und Eastern-Strecken sind klassische Premium-Landstrecken mit hoher Konkurrenz. Da fliegt ja andere Fluggesellschaften auch hin. Die Auswirkungen für uns als Vielflieger sind ja auch immer wieder spannend bei solchen Themen und sind natürlich, dass das Programm Meilenstein, aber auch Hawaiian Miles in ein neues Programm geht. Atmos, irgendwas, keine Ahnung. Da soll es Details am 20. August geben und man hat ein nahtloses Vielfliegerprogramm mit Ziel der Langstreckengeschichte. Also das heißt, dass dort vielleicht ein interessantes Programm kommt, wobei wir aber immer wissen, wenn Programme verschmelzen, wird es nie zu einem Vorteil. Lufthansa und Swiss sind ja auch verschmolzen und deshalb ist es natürlich auch eine Frage der Zeit gewesen, bis die Lufthansa ihr Allegris-Konzept bei der Swiss unterbringt und das war ja auch lange bekannt. Die Swiss hat ja das Ganze nach Sensis genannt und die hat eine Preisstrategie für Premium-Sitze. Heißt also nicht nur, dass man Business Class kauft, sondern man kauft auch eine Sitzplatzreservierung für Sondersitze. Und die Business Suite kostet 575 CHF pro Strecke. Das ist jetzt die Strecke, glaube ich, Zürich-Boston oder sowas, die wir mal als Beispiel nehmen. Heißt also auch größer abgeschirmt bei der Business Suite, deutlich mehr Privatsphäre, ganz klar, aber 575 extra Space Seat, das ist 196 Schweizer Franken. Privacy Seat, extra Longbed, Classic Seat sind aktuell kostenfrei für Statuskunden, teilweise eingeschränkt. Beispiel, Ziel Boston ist halt das Ticket irgendwo bummelig so um 3.800 irgendwas Schweizer Franken. Wenn man jetzt nochmal so die Suite dazu bucht, dann ist man fast bei 30% mit 1.150 Schweizer Franken dabei. Heißt also, dass man nochmal zusätzlich relativ viel Geld gibt, damit man einen Sondersitz bekommt. Der First-Class-Sitz, die Suite Plus, also diese Mittelkabine, die ja bei der Lufthansa auch ist, bei Doppelbelegung sind das bei Einzelbelegung sind das 2.760 zusätzlich. Bei Doppelbelegung regulärer Tarif plus Partner gleich 10-30% Rabatt. Horn Circle und auch Senatoren bekommen keine Befreiung von Zusatzkosten, sogar extra Longbed teils kostenpflichtig. Also auch spannend. Wenn man jetzt die beiden Sachen natürlich vergleicht, ist es so, die Preise sind keine Opening-Preise, also es sind die finalen Preise, sagt man bei Swiss.
Und was auch spannend ist, ist, dass die Swiss sagt, dass es auch von der Streckenabhängigkeit sein kann, dass natürlich so ein Flug nach Singapur, weil er ja länger ist, auch mehr kosten kann. Also das ist die Suite. Bei der Lufthansa Business Suite ab 400 Euro Aufpreis, Lufthansa First, die große Suite bei Einzelbenutzung ab 1900 Euro. Swiss nutzt natürlich dieselben Sitzprodukte in anderer Farbe und hat eine ähnliche Preisstrategie. Aktuell nur Zürich-Boston. Mögliche Ausweitung ist natürlich auf andere Strecken und da hatte ich ja Singapur schon genannt und da ist aufgrund der längeren Strecke eventuell mehr Geld zu holen für die Freunde aus der Schweiz. Und man will natürlich dort eine Monetarisierung von Premiumplätzen haben. Lufthansa-Gruppe sieht ja hohe Zahlungsbereitschaft. Wir haben ja Carsten S. aus M. schon dazu gehört, dass er sagt, dass das natürlich toll ist. Wir hatten es an anderer Stelle schon diskutiert, aber ihr könnt hier auch gerne eure Meinung sagen und sagen, ja, der Kollege. Aber ich bin gespannt, was ihr antwortet und wie eure School-Reaktionen sind. Wir überlegen uns mal beim nächsten Thema, wir sind in Urlaub. Und wir verpassen den Flieger, weil wir vielleicht verschlafen haben, auf dem Weg zum Flughafen Flat Tire haben oder irgendetwas haben, aber nicht pünktlich sind. Ja, dann können wir nicht im Cockpit anrufen und sagen, ja, moinsen, ich bin gerade zu spät, kannst du mal warten, Kollege, komme später. Haben wir alle nicht dieses Privileg, aber ein Flieger hatte dieses Privileg, weil, ich erzähle euch erstmal, was passiert ist, Flugrom Malta wurde absichtlich verspätet für 45 Minuten, da ein dienstfreier KM Malta Airlines Pilot mit Familie den Mitflug ermöglicht bekommen sollte. Beide beteiligten Piloten wurden verwarnt. Der Urlaubspilot verliert 3 Monate Reiseprivilegien. Er darf also nicht mehr vergünstigt fliegen. Die Gewerkschaft verteidigt den Vorfall und beruft sich auf einen medizinischen Notfall und die angebliche Abstimmung mit der Betriebszentrale. Ja, der Kollege, der zu spät kommt aus dem Urlaub mit seiner Familie, war auch Gewerkschaftsboss, entweder eine Zeit lang oder immer noch, weiß ich nicht, hatte also die Telefonnummern da und hat gesagt, welcher Kollege, alles klar. Und hat dann diesen Sonderservice bekommen. Die Maschine war pünktlich im Umlauf, das heißt also, man hat sie extra für ihn verspätet. Das war ein Flieger, der auch, glaube ich, zur Beerdigung Staatsgäste geflogen hat vom Papst. Und jetzt ist das Ergebnis raus, was passiert ist. Brisant ist natürlich, dass die Crew sich hier Sonderrechte rausgenommen hat. Heißt also Kollegen gewährt, indem man halt eine direkte Einflussnahme gemacht hat und gesagt, ja, nee, wir fliegen heute später. Wir warten einfach. Ne? Wir warten. Machen wir die Tür nicht zu, bleiben einfach hier. Dann 45 Minuten Verspätung können natürlich auch Probleme haben mit der Operation. Warum? Crewzeiten, dann auch Verspätung für Mitflieger, die halt einfach einen Connecting Flight haben. Und natürlich auch der Folgeflüge sind da ja auch in dem Dings, sag ich schon, in der Konsequenz dann verspätet. Und der Reputationsschaden ist natürlich auch ganz groß. Wenn das ans Licht kommt und sagt, ja, das ist ja wie Kraut und Rüben, wir machen und tun, aber für euch nicht, dann ist das natürlich ein Problem, weil das natürlich die Professionalität ganz klar konterkariert, aber auch die Gleichberechtigung. Und die Airline hat eine interne Untersuchung gemacht, hat die beiden verwarnt, hat die suspendiert von den Reiseprivilegien. Die Gewerkschaft sagt natürlich, nee, wir stehen hinter den Piloten und sagt, dass man vor dem Aufblasen interner Vorgänge dort warnt, aber man weist nochmal darauf hin, dass das ein medizinischer Notfall ist. Ich weiß gar nicht, welcher was für ein medizinischer Notfall? Muss der dringend auf Toilette? Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Und wichtig ist aber die Signalwirkung und deshalb können wir das auch gerne mal diskutieren. Findet ihr das gut, dass dort dann so hart durchgegriffen worden ist? Oder sagt ihr, ja, 45 Minuten, das ist normal, 45 Minuten, ich bin verspätet schon öfter mehr als 45 Minuten gewesen. Und natürlich ist es so, dass man sagen muss, wenn mich ein Kollege fragt, sagt, ja, Lars, kannst du mal oder so, dann mache ich natürlich auch Dinge möglich für Leute, die ich kenne und mag oder schätze oder wie auch immer. Aber in dem Umfeld weiß ich nicht, ob das richtig ist, denn Kollegen in der Not zu helfen ist ein ganz klarer Verstoß gegen Vorschriften und kann ja, wie ich schon sagte, sicherheitsrelevant sein, wenn die Crew-Restzeiten oder wie auch immer, was bei Kurzstreckenflügen wahrscheinlich jetzt nicht so ganz der Fall ist. Aber man kann halt sagen, wenn man einmal das so erlebt und sagt, ja, hier machen wir es und danach was nicht. Und die Frage ist natürlich auch, dass das kein kleines Zeitfenster ist von 45 Minuten, denn ein Delay dieser Größenordnung kann halt zu dieser Kaskade der Verspätungen führen. Und natürlich Kosten. Also ist so ein Problem.
Die Frage bleibt natürlich, wo zieht man eine Grenze? 10 Minuten, 20 Minuten, ab wann kippt Hilfe in Missbrauch? Das ist halt eine richtige, wichtige Frage, die ich da so in dem Zusammenhang sehe. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze diskutiert und wie ihr das seht. Es gibt bei Hilton wieder einen Mystery Bonus Sale bis zum 25. September 2025. Unterschiedlich je nach Mitglieder gibt es doppelte Punkte, aber auch für einige Mitglieder sogar dreifache Punkte. Und das erhöhte Limit von 240.000 Punkten vor Bonus, was maximal 80.000 pro Jahr sind. Preis bei 100% Bonus sind 320.000 Punkte, sind 1.600 US-Dollar, sind also 0,5 Cent pro Punkt. Gültig bis 25. September. Typischer Einsatz lohnt sich natürlich bei den hochpreisigen Hilton-Hotels und Resorts mit hoher Punktebewertung, insbesondere wenn Cash-Raten sehr hoch sind. Da macht das durchaus Sinn. Also, ja, wer einen hohen Bonus hat mit den Dreifach oder sowas, das ist natürlich richtig geil. Billiger gab es das, glaube ich, meines Wissens nach nicht bei Hilton, die Punkte zu kaufen. Also hier ein ganz klares Daumen hoch. Kauft die Punkte von Hilton, wenn das bei euch der Fall ist. Und wichtig ist halt natürlich, nur wenn ihr einen Use Case habt, also für Hardcore-Hilton-Jünger, die irgendetwas machen wollen, da macht das durchaus Sinn, aber nicht einfach kaufen, um Punkte zu haben. Punkte werden eher schlechter, je älter sie werden. Gestern hatten wir das Thema Accor, Status und so weiter. Es gibt ja diesen Accor Plus, der sich umbenannt hat in das Pluszeichen. Und diese neue Regelung für Statusnächte heißt also eine Möglichkeit, da eventuell einen Fast-Track für den Platin-Status zu haben. Weil wenn man den Platin-Status normal kaufen möchte, muss man da natürlich auch wesentlich mehr Punkte kaufen bzw. erschlafen und Geld dafür ausgeben. Ich meine, es wären 5.000 gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ihr korrigiert mich, ich habe das jetzt nicht ganz so. Heißt also, wenn man maximal 30 Light Qualifying Nights hat, also EQN, aus allen Abo-Produkten kombinierbar, zum Beispiel Accor Plus, Explorer Plus und All Plus Ibis Voyager und Platinum 60 Nächte über reine Abos ist halt leider nicht mehr möglich. Aber trotzdem gibt es da einen Weg. Und zwar erstmal die Accor-Produkte im Überblick. Was gibt es da? Weil es gibt verschiedene Sachen, wo man Punkte kriegt, Rabatte kriegt. All Accor Plus Explorer, 30 EQN, 2 Nächte 50%, ehemals eine Freinacht plus die 30% F&B. Das ist das neue Produkt. Dann gibt es den Voyager von Ibis. Heißt also, man hat bei dem Ibis-Programm, wenn man die Karte kauft, 10 EQNs, sind 15% Rate auf Ibis-Marken, kriegt natürlich auch die Gold. Hat dann die All Plus Voyager, da kriegt man 20 EQNs plus 20% Rate auf weitere Accor-Marken. Dann gibt es die All Plus China, wie der Name sagt, ist natürlich auch in China nur. Gibt auch lokale Voucher und so weiter. Also das heißt, da gibt es schon einige Möglichkeiten. Wer öfters in China gehen ist, kann das für den einen oder anderen interessant sein. 5, 20, 30 EQNs regional beschränkt, wird künftig ebenfalls im 30 Nächte Cap enthalten sein. Und dann gibt es noch All Signature in Brasilien. Da sind 12.000 Statuspunkte pro Jahr, hat also einen Wert von 12 Nächten, plus 75.000 Punkte für 1.500 € ungefähr. Und da gibt es immer wieder Promos, da muss man drauf achten, da kann man das Ganze so für 1.200 irgendwas schießen mit der Promotion. Deshalb, wie ist der schnellste Weg in 2026 zum Status? Die Abo-Kombination in All Accor Plus Explorer mit 30 Nächten plus eventuell All Signature Statuspunkte. Restlücken circa bis 25 Nächte, 15 bis 25 Nächte selbst buchen, bevorzugt günstigte Economy und Accor Marken, Ibis Budget. Kann man machen. Man kann natürlich auch eine Alternative nehmen, nur All Signature kaufen, da allein schon fast Platinum mit 12.000 Statuspunkten. Also es fehlen nur 2.000 Statuspunkte mit 400 € Umsatz. Heißt also, wer viel im Asien-Pazifik unterwegs ist, profitiert vom Explorer-Abo. 50% Deal plus 30 Nächte. Platinum rein durch Abos geht nicht mehr. Ein kleiner Eigenanteil an Aufenthalten bleibt Pflicht. All Signature ist weiter im Preis-Leistungslinie. 1.500 Gegenwert an Punkten plus 12.000 Statuspunkte. Mit der Promo halt, wie gesagt, wirklich noch günstiger. Heißt also, wenn man jetzt einen minimalen Geldeinsatz machen möchte, Platinum-Status 60 Nächte oder 14.000 Statuspunkte, entspricht 2.800 Umsatz bei den meisten Marken. Also hier Korrektur, 2.800 ist richtig. Nutzen von Abo und günstigen Nächten, um die Kosten zu minimieren. Also Schritt 1 ist Abo buchen. Heißt also, ihr kauft den Accor Plus Explorer, Kosten sind 229, gibt 30 Nächte,
2 Nächte 50%, 30% F&B-Rabatt. Dann kauft ihr den All Signature Absolute in Brasilien. Kosten sind 7.788 brasilianische Real. Also auch wenn ihr oft diese 10 bis 15% Rabatt bekommt, dann sind das irgendwo bummelig bei 1.222. Die Gutschrift sind die 12.000 Punkte, die fast Platinum sind, plus die 75.000 Punkte für Hotelaufenthalte. Ergebnis nach Abo sind die Statusnächte 30 von 60 und 12.000 von 14.000. Fehlen also nur noch 2 Statuspunkte oder 400 € Umsatz. Variante A ist, ihr nehmt einfach 10 Nächte im Ibis, wenn ihr die braucht. Sind in Asien irgendwo relativ günstig zu schießen, Osteuropa oder sowas, Rumänien als Beispiel oder aber auch dann Thailand oder sowas, da gibt es das auch. Da kann man das Ganze dann machen und macht dann 10 Nächte A40. Oder man macht das Ganze dann mit weniger Nächten mit dem Umsatz. Heißt also, dass man gesamt 1.710 gemacht hat, wenn man die Promo von den Brasilianern nicht mitgemacht hat. Sonst kann man das Ganze für 1.510 darstellen. Der Zusatznutzen sind 75.000 Punkte. Die kannst du natürlich aus All Signature direkt für Hotelaufenthalte einlösen. Du zahlst also faktisch sogar gar nichts, weil du kriegst $10 zurück, wenn man es hochrechnet, für Platinum, da du die Punkte zurückbekommst. Also wenn man beide 50% Nächte sogar benutzt aus dem Explorer direkt für teure Hotels, zum Beispiel Sofitel oder Pohlmann, holt man zusätzlich noch einen Vorteil zwischen 200 und 500 € heraus. Wer mehr Nächte in Accor Hotels verbringt, spart noch mehr, weil die 30 Explorer-Nächte einen echten Stay-Aufwand ersetzen. Also ihr seht, man kann, wenn man strategisch unterwegs ist, da richtig viel sparen. Und wichtig an dieser Stelle wie immer natürlich die Fragen des Tages. Einmal, wie findet ihr die Sensis Preisgestaltung von Swiss? Und wie findet ihr das Thema, was ich auch gesagt hatte, einmal natürlich bei dem Türken, warum er von der Star Alliance weg möchte. Das ist ja auch eine interessante Frage. Und wir haben natürlich noch eine Frage zu dem Themenkomplex, die wir hatten mit Alaska Airlines. Da können wir auch noch mal gucken, ob er die neue Langstreckengeschichte schön findet. Und als letzte Frage, und heute habe ich wirklich 4 Fragen des Tages, wie findet ihr das Ganze mit Lufthansa, dass sie bei Air Europa sagen, Adio, kein Bock mehr. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Ich an dieser Stelle freue mich, euch wieder bei der nächsten Sendung zu sehen und bis bald. Also, bis dann. Ciao, ciao.